In diesem Video möchte ich euch nicht nur zeigen, wie ihr schnell und einfach solche Crackle-Effekte auf Bases und Spielplatten zaubert, sondern auch, wie ihr dabei teure Fertigpasten umgeht, indem ihr ein günstiges Pulver aus fossilen Kieselalgen verwendet. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kürzlich stieß ich in der Tabletop-Geländebaugruppe auf Facebook auf einen Tipp, um Risse und Crackle-Effekte mit Hilfe von Kieselgur darzustellen. Nein, das ist kein nordischer Zwergenkönig, sondern eine pulverartige und ungiftige Substanz, die hauptsächlich aus den Schalen fossiler Kieselalgen besteht. Kieselgur ist auch als Bergmehl, Diatomerde oder Kieselmehl bekannt und wird vielfältig in Industrie und Landwirtschaft genutzt. Je nachdem, wo und in welchen Mengen ihr Kieselgur kauft, bekommt ihr ein hellgraues, hellbraunes oder weißliches Pulver für etwa 15 € das Kilo. Kauft ihr größere Mengen, wird der Kilopreis natürlich günstiger. Und wie mischt man daraus nun Pasten, um Crackle-Effekte zu erzeugen? Dafür sind natürlich eure ganzen Skills als Nicht-Chemiker gefragt. Nehmt einen großen Klecks Holzleim und verdünnt diesen mit etwas Wasser, bis die milchige Mischung beginnt, dünnflüssig zu werden. Also nur so viel Wasser wie nötig, damit so der höhere Leimanteil eine größere Stabilität bewirkt. Aber macht euch keinen Kopf, es kommt wirklich nicht auf ein paar Tropfen mehr oder weniger an. Gebt dann so viel von eurem Leim-Wasser-Mix auf eure Kieselgur-Portion, dass ihr einen zähflüssigen Brei anrühren könnt. Und das war's dann auch schon mit euren nötigen Skills. Es ist also ganz einfach. Der Brei darf auch gerne etwas dünnflüssiger oder zäher sein. Auf die Crackle-Entstehung hat dies nach meinen Testergebnissen praktisch keinen Einfluss. Viel entscheidender ist, wie dick ihr den Kieselgur-Mix auftragt. Denn genau wie bei den fertigen Kaufpasten entstehen feine Risse nur bei dünnen Schichten, während für große Crackles ein dicker Auftrag nötig ist. Mit einem Spachtel oder Pinsel könnt ihr die Oberflächen dann ganz nach Geschmack glätten oder strukturieren. Nach einigen Stunden ist der Wasseranteil dann verdunstet und ihr habt eine mit Rissen durchzogene Oberfläche, die in etwa so hart wie Spachtelmasse ist. Ihr könnt also locker darauf herumreiben oder sogar kratzen, ohne das nennenswerte Stückchen abbrechen. Und falls doch, sind die Stücke so fest, dass sie sich ganz einfach wieder ankleben lassen. Und selbstverständlich könnt ihr eure Mischung auch einfärben, zum Beispiel mit Pigmenten oder normaler Acrylfarbe, wobei Pigmente meiner Meinung nach die bessere Wahl sind. Denn bei Acrylfarbe braucht ihr größere Mengen für denselben Färbeeffekt und entsprechend auch mehr Wasser zum Anmischen. Aber auch hier hält alles wunderbar. Und nochmals zum Preis, ich habe für all meine Teststücke genau 65 Gramm Kieselgur angemischt, was je nach Kilopreis maximal 2 € gekostet hätte. Also kein Vergleich zu den Fertigmischungen, die nach meinen Erfahrungen auch nicht so stabil und fest wie Kieselgur aushärten. Für die Base-Gestaltung braucht ihr natürlich nur kleine Mengen, die definitiv im Cent-Bereich liegen. Tragt den Kieselgur-Mix etwa 1 bis 2 mm dick auf, um solche Risse zu erzeugen. Aber selbst für Geländestücke wie dieses ausgetrocknete Flussbett hier kostet der Kieselguranteil maximal 2 € und die Gestaltung ist mega einfach. Schnappt euch ein Hartschaumstück und formt zum Beispiel mit einem Heißluftföhn eine Vertiefung. Grundiert alles mit einem dunklen Erdbraun und mischt euch etwas Kieselgur mit Leimwasser an, um die Paste ungleichmäßig dick ins Flussbett aufzutragen. Die Flächen drumherum werden dann wie üblich mit Holzleim, einem feuchten Pinsel sowie Sand und Steinchen gestaltet. Ich habe dafür Terrariumsand verwendet, schaut euch zu diesen Sandsorten gerne mein oben verlinktes Video an. Und ihr könnt alles in einem Durchgang machen, danach muss das Geländestück aber in Ruhe durchtrocknen. Und wer mag, kann danach noch ganz nach Belieben weitergestalten. Zum Beispiel die Fläche mit Wasser aus einem Pumpzerstäuber leicht anfeuchten, um einen braunen Wash für zusätzliche Schattierung hineinzutupfen. Oder um mit einem hellen Sandton alles ganz leicht trocken zu bürsten. Parallel zu diesem Video habe ich übrigens mit Miniaturicum gesprochen, damit ihr Kieselgur dort ab sofort als günstiges Crackle-Pulver in Tabletop üblichen Portionen bekommen könnt. So ein 180 ml Becher für 2,45 € reicht dann für zahllose Bases oder mehrere Geländestücke. Einfach die für euer Projekt nötige Kieselgurmenge mit einem Leim-Wasser-Mix anrühren, fertig! In diesem Sinne, viel Spaß beim Gestalten und danke nochmals an Martin für den coolen Tipp. Und wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann!